Rast und Ruhe, vormittags geschlossen, nachmittags zu. Hallo und herzlich willkommen bei Stadtbild, unserem kleinen Liebesbrief an Halle. Der Stadt, die so charmant chaotisch ist, dass selbst ihre Ruinen mit einem Augenzwinkern trägt. Hier gibt's keine Hochglanz-Imagefilme, keine vielsagenden Erklärungen, was das Zukunftszentrum eigentlich ist oder könnte, sein sollte, dürfte. Und schon gar keine Stadträte, die einen erzählen, dass alles super wird, wenn man das Wörtchen wir überall hinklebt. Stattdessen bekommst du ein herzliches, ehrliches Stück Halle serviert. Von bröckelnden Fassaden, politischen Skandelchen, vergessenen Ecken und allem, was sonst niemand zeigen will. Trocken kommentiert, mit leichten hallischem Unterton und mit viel Herz für die Heimat. Wir sind unabhängig, wir sind ungeschminkt und wir werden definitiv nie von der Stadt gesponsert. Seid euch sicher. Stadtbild, weil es Zeit wird, die Wahrheit mit einem Lächeln zu erzählen, bevor der nächste Politiker um die Ecke biegt und verkündet, Blumenkästen am Rathof werden schon richten. Spoilerwarnung, Blumenkästen helfen nicht. Aber wir schon. Los geht's. Ja, gucke mal, ich bin wieder hier. Aloha alle miteinander. Endlich wieder mal ein neues, echtes Video auf diesem Kanal. Mein Computer hat das Zeitliche gesegnet. Gott hab ihn wohl. Und wie ihr euch denken könnt, ist der Hardwaremarkt gerade alles andere als friedlebend. Bis zu 400% Preissteigerung sämtlicher Speichermodule. Ja, das war nicht so prickelnd. Und davor auch noch eine kleine Grippe gehabt. Daher kam die letzten Wochen so gut wie gar nichts hier auf diesem Kanal. Bisschen schade, aber ist nicht schlimm. Hier geht es hier natürlich weiter. Von daher kommt jetzt auch folgendes Thema mit Verspätung, aber lieber zu spät als nie. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Nun gut, 150 Millionen Euro. Was ist passiert? Die Stadt hat einen Haushalt für 2026 vorgelegt und Magdeburg, also das Landesverwaltungsamt, hat mal kurz drüber geschaut und gesagt, ja, Leute, euer Ernst? Wait a minute. Disappointed! Die Rede ist von erheblichen Rechtsverstößen. Das ist, als würdest du mit einer Straßenbahn ohne Bremsen zur Hauptuntersuchung fahren und hoffen, dass der TÜV nur kurz wegschaut. Das Minus von 150 Millionen Euro ist kein Tippfehler. Die Stadt gibt mehr aus, als sie einnimmt und hat offenbar keinen Plan, wie sie das jeweils wieder ausgleichen will. Das Landesverwaltungsamt sagt klipp und klar, so geht es nicht. Das ist kein Haushalt, das ist ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann, der leider schon im Ruhestand ist. Wir müssen mal Tacheles reden. Eine Haushaltssperre haben wir in Halle ja schon. Das ist quasi die angezogene Handbremse. Ihr erinnert euch? Aber was uns jetzt blüht, ist der totale Stillstand. Wenn kein genehmigter Haushalt kommt, rutschen wir in die sogenannte vorläufige Haushaltsführung. Das klingt nach Beamtendeutsch, heißt aber auf gut Deutsch, Halle wird am Tropf von Magdeburg hängen. Die Stadt darf dann nur noch das bezahlen, wozu sie gesetzlich gezwungen ist. Gehälter, Sozialleistungen, Brandschutz. Das absolute Minimum zum Überleben. Aber alles, was unsere Stadt lebenswert macht, steht zur Disposition. Wir reden hier über die Gefahr einer Zwangsverwaltung. Das ist der Moment, in dem Magdeburg sagt, Halle, ihr seid nicht mehr fähig, euer eigenes Portemonnaie zu verwalten. Wir schicken euch jetzt jemanden, der die Unterschriften setzt. Stellt euch mal vor, ein Sparkommissar, der nicht hier lebt, der nicht weiß, wie wichtig uns die freie Kulturszene, der kleine Sportverein um die Ecke oder das Laternenfest ist, entscheidet mit dem Rotstift über unsere Lebensqualität.
Das ist in etwa wie ein Fingerschnipp zwischen einem harten Schuldenschnitt oder dem kompletten Ruin unserer städtischen Freiheit. Das ist kein bloßes Verwalten mehr. Das fühlt sich nach Entmachtung an. Und während oben beim Krisengipfel vielleicht noch gemauschelt wird, fragen wir uns hier unten, bleibt Halle am Ende nur noch eine seelenlose Verwaltungseinheit, weil das Geld für das Leben in der Stadt einfach gestrichen wird? Aber mal eins nach dem anderen, was ist denn eigentlich eine Haushaltssperre? Wie schon vorhin erwähnt, haben wir sie eigentlich längst gehabt und sie wurde auch wieder leicht gelockert Anfang des Jahres von unserem Oberbürgermeister. Die Stadt darf nur Pflichtausgaben bezahlen, freiwillige Leistungen wie Kultur, Projekte, Zuschüsse können dann auch eingefroren werden. Fast jede größere Ausgabe muss von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Was Sparauflagen betrifft, die Stadt wird gezwungen, Steuern zu erhöhen, Gebühren zu erhöhen, Personal abzubauen und Einrichtungen zu schließen. An der Stelle mag ich auch nicht weiter spekulieren, was das bedeuten könnte. Es ist ja schon wie reinste Spekulation, dieses gesamte Video hier. Aber ich finde es halt interessant, wo es mal hingehen könnte. Oder auch anders kurz zusammengefasst, dann übernimmt faktisch das Land die Finanzkontrolle. Der Stadtrat verliert weitgehend seine Entscheidungsmacht über den Haushalt. Also, oder auch so gesagt, die kommunale Selbstverwaltung wird eingeschränkt. Der Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister verliert seinen Handlungsspielraum. Die Demokratie bleibt zwar bestehen, aber finanziell gibt es kaum noch Spielraum. Und weil ich das persönlich auch ein bisschen wichtig finde, kommt jetzt der Teil, der eigentlich aus einem schlechten Krimi stammen könnte. Und zwar die Sache mit dem Zensus. Ihr wisst schon, die große Volkszählung. Laut den neuesten Zahlen ist Halle plötzlich geschrumpft. Und zwar nicht nur ein bisschen. Uns fehlen auf dem Papier plötzlich über 15.000 Menschen. Stellt euch das mal vor, 16.000 Hallenser sind laut Statistik einfach weg. Puff. Oder haben wir eine geheime Untergrundstadt, von der ich noch nichts weiß? Gehört ihr zu den 16.000 Verschollenen? Seid ihr noch da? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Das Problem ist, für das Land Sachsen-Anhalt existieren diese Menschen jetzt nicht mehr. Und weniger Einwohner bedeuten weniger Zuweisungen. Das Land sagt, alle, ihr seid kleiner als ihr denkt, also kriegt ihr auch weniger Geld. Wir reden hier von zweistelligen Millionenbeträgen, die uns jedes Jahr fehlen, nur weil eine Statistik sagt, wir wären weniger. Die Stadtverwaltung klagt zwar dagegen und sagt, unsere Melderegister stimmen, die Statistik lügt, aber bis das vor Gericht geklärt ist, bleibt das Loch in der Kasse. Man kann also sagen, Halle wird gerade von zwei Seiten in die Zange genommen. Einerseits gibt die Kommune zu viel Geld aus und andererseits streicht das Land die Kohle ein. Weil wir laut Papier geschrumpft sind. Das ist kein Finanzplan mehr, das ist ein Überlebenskampf. Aber was denn jetzt nun? Nein, doch, ja, Ich bin dein Vater. Nein, doch. Was ihr ja hört, ist keine seelenlose KI-Stimme aus irgendeinem Serverraum. Halle braucht eine Stimme auf YouTube, die nicht nur Pressemitteilung vorliest. Ich will mit Stadtbild den Finger in die Wunde legen, aber auch zeigen, was unsere Stadt ausmacht. Helft mir, den Algorithmus zu füttern. Kommentiert, teilt das Video und abonniert den Kanal. Das hilft diesem Kanal wirklich weiter. Vielen Dank. Und als wäre das Finanzloch und das Zensusrätsel nicht schon genug, gab es jetzt einen Krisengipfel. Die Stadtspitze musste zum Rapport beim Land antreten. Man redet hier hinter verschlossenen Türen über die Rettung oder den Absturz. Es fühlt sich für uns hier in der Stadt alles so seltsam an, oder? Ein bisschen gemauschelt.
Man fragt sich doch als Einwohner, was passiert da eigentlich hinter diesen schweren Türen im Ratshof, beziehungsweise auch in Magdeburg? Geht es da noch um Sachpolitik oder nur noch darum, wer wem den schwarzen Peter zuschiebt? Es ist ein gefährliches Spiel. Es ist ein Fingerschnipp zwischen Schuldenschnitt oder dem kompletten Ruin. Ein einziger Fehler in der Verhandlung und das Licht geht in manchen Bereichen der Stadt buchstäblich aus. Wir fragen uns, wird mein Kind nächstes Jahr noch in einem sanierten Klassenzimmer sitzen oder wird Schule XY immer noch saniert? Oder zum Beispiel, können wir uns das Laternenfest oder den Weihnachtsmarkt überhaupt noch leisten? Und wer übernimmt eigentlich die Verantwortung, wenn dieses ganze Kartenhaus zusammenbricht? Also ich meine, die an der Staatsspitze, die sind natürlich wie immer fein raus. Es wirkt, als würde über unsere Köpfe hinweg gepokert, während wir am Ende die Zeche zahlen sollen. Aber immerhin, es gab ein Update. Und man beachtet die passende Werbung oben drüber. Es gab einen Krisengipfel zwischen unserem neuen Oberbürgermeister Alexander Vogt und dem Landesverwaltungsamt. Und man gibt sich, nun ja, diplomatisch. Man spricht von einem konstruktiven Geist und Optimismus. Aber Achtung, jetzt kommt der Teil, bei dem wir genau hinhören müssen. In der Mitteilung heißt es wörtlich, diese Ziele sind nicht ohne spürbare strukturelle und finanzielle Einschnitte erreichbar. Das ist Beamtendeutsch für Leute, macht euch was gefasst. Wenn schon von spürbaren Einschnitten die Rede ist, dann ist der Rotstift nicht nur mehr gezückt, er hat schon die Kappe ab. Und was denkt ihr? Muss jetzt Halle-Saale den Gürtel enger schnallen oder ist das Landesverwaltungsamt ein bisschen zu streng? Schreibt's mir doch gerne in die Kommentare. Dieser Zensus dient doch schon irgendwie dazu, um Unheil zu stiften. Und das ist jetzt nicht so direkt auf jeden Bürger und Steuerzahler so bezogen, aber indirekt ja doch. Denn der Zensus hat nicht nur in Halle gewütet, sondern auch in anderen Kommunen. Und für uns speziell heißt es jetzt hier, es fehlen ca. 16.000 Einwohner. Obwohl das Melderegister hier in unserer Stadt ganz was anderes erzählt. Also wer hat sich jetzt hier verzählt? Und wäre das nicht schon schlimm genug? Der 25 Millionen Euro Fehler, den Halle nicht beheben kann. Aufgrund eines scheinbar offensichtlichen Statistikfehlers bekommt die Stadt Halle jedes Jahr 25 Millionen Euro abgezogen. Dagegen wehrt sie sich jetzt juristisch. Das ist vom 8.2.26. Dieser Artikel ist hinter einer Bezahlschranke. Ich kann jetzt nicht genaueres lesen, was da sich dahinter verbirgt, aber vielleicht könnt ihr es. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, hebt gerne den Daumen in die nördliche Richtung, lasst ein Like da, teilt dieses Video und abonniert uns doch gerne. Nächste Woche kommt schon das nächste Video und in diesem Sinne, bis demnächst. Ciao, ciao. Quack.